Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar geht es um die Indianerbananen. Indianerbananen stammen ursprünglich aus Nordamerika. Lateinischer Name dafür ist Asimina trilobα bzw. sie werden auch Pawpaw genannt. Aus ihrer Heimat, aus Nordamerika oder in Nordamerika, werden sie auch Poor Man Banana genannt, also die Banane des armen Mannes. Die Indianerbanane ist mit der gelblich-länglichen Banane, die wir aus dem Supermarkt kennen, nicht direkt verwandt. Am ehesten hat sie noch Beziehungen zu Chirimoya. Sie selbst schaut auch nicht aus wie eine typische Banane, sondern ist eben rund bzw. oval, schaut eher aus wie eine Mango und kann auch, wenn sie sehr reif ist, Aromen, die sehr den Mangoaromen ähneln, bekommen. Die unreife bzw. frühreife Indianerbanane hat auch noch wirklich leichte Bananenaromen. Je reifer die Früchte dann werden, desto mehr schmecken sie eben auch in die Richtung Mango. Manche Leute schmecken auch Maracuja-Töne heraus. Ja, da, ich sage jetzt mal, ist der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Im Hausgarten erfreut man sich aber eben nicht nur bei der Ernte, sondern mehrmals im Jahr. Im Frühjahr hat die Indianerbanane nämlich eine wunderschön violette, glockenförmige Blüte. Anschließend danach hat man das ganze Jahr einen wunderschönen Baum mit extrem großen, wunderbaren Blättern. Und eben dann jetzt September bzw. Oktober erfreut man sich an den Früchten. Die Früchte reifen am Baum in Clustern. Damit meine ich, dass eben meistens 3, 4 oder sogar 5 Früchte beieinander hängen. Oftmals sind dann auch 2, 3 große Früchte und direkt dabei 2, 3 kleine Früchte auf einmal. Zu ernten sind diese nicht ganz einfach. Wir warten immer ab, bis die ersten Früchte auf den Boden fallen. Das ist für uns das Zeichen, dass diese dann wirklich reif sind. Denn die Indianerbanane schmeckt dann am besten, wenn die Schale eigentlich oft schon leicht bräunliche Flecken bekommt, eigentlich gar nicht mehr. Also bei anderen Obstarten würde dieses schon als ungenießbar gelten. Bei Indianerbananen ist das genau richtig. Dann sind sie wirklich süß, haben eben diese hervorragenden Mangotöne und sind perfekt zum Löffeln. Und zum Essen sind sie eben auch am besten mit einem Löffel. Ich nehme hier jetzt eine heraus, teile sie einmal in der Mitte, kann man dann sanft aufdrehen. Was man hier jetzt auch sieht, sind sehr schön die großen Kerne. Diese haben in etwa Bohnengröße, sind 1,5 bis 3 cm groß, ungenießbar. Und wenn man jetzt hier eine vollreife Indianerbanane erwischt hat, erinnert die Konsistenz des Fruchtfleisches auch etwas an Avocado. Schmeckt aber deutlich süßer und hat einfach ein wirklich angenehmes Mangoaroma. Die einzelnen Früchte, die einzelnen Indianerbananen werden ca. 100 bis 250 Gramm schwer, sind also sehr große Früchte. Hin und wieder gibt es auch Ausreißer, die 350 oder sogar bis zu 500 Gramm erreichen können. Das ist dann aber auch wieder eher eine Seltenheit. Wir bei uns am Betrieb haben 13 Sorten im Versuch stehen. Davon die 3, die uns am besten gefallen, sind Prima, Sunflower und Ovalis. Prima und Sunflower sind 2 selbstfruchtbare Indianerbananen, sprich man kann sie auch einzeln setzen und Früchte ernten. Ovalis benötigt einen Befruchter, hat sich aber, wenn sie Befruchtersorten daneben stehen hat, bei uns in den letzten Jahren als ertragsfähigste Sorte herausgestellt. Bei Indianerbananen als für uns doch exotische Obstart könnte man ja vermuten, dass diese nicht so frostfest sind wie Obstarten, die bei uns schon lange etabliert sind. Dem ist aber überhaupt nicht so. Sie halten problemlos bis zu minus 25 Grad Celsius im Winter aus und auch die Blüten haben sich dieses Jahr als gar nicht so frostanfällig dargestellt. Wir haben hier direkt in dieser Anlage nebenan auch Marillenbäume stehen. Wir haben auch Spätfröste dieses Jahr gehabt, 6 Nächte in Folge. Bei den Marillen haben wir in dieser Anlage beinahe einen Totalausfall und fast gar keine Früchte geerntet. Bei den Indianerbananen kommen wir doch auf einige Kilo pro Baum. Auch sonst sind Indianerbananen eigentlich sehr pflegeleicht. Wir kennen bei uns eigentlich keine wirklichen Krankheiten, die die Indianerbanane befallen und auch sonst gestaltet sich die Pflege einigermaßen einfach. Der Baum wächst grundsätzlich relativ schwach, nur etwa 30-40 cm pro Jahr.
Diese Bäume hier sind 8 Jahre alt, wurden in der Höhe noch nie begrenzt und sind trotzdem erst ca. 3,5 Meter groß, also sie wachsen wirklich langsam. Wachsen sehr spindelfreudig, machen von ganz alleine relativ ausladende Äste und dementsprechend ist es auch der Schnitt einfach zu gestalten. Wir haben in dieser Anlage 4 Meter mal 2 Meter gepflanzt, gleicher Abstand wie beim Steinobst, sprich 4 Meter von Reihe zu Reihe, 2 Meter in der Reihe von Baum zu Baum und haben die Indianerbananen hier in den letzten 8 Jahren kein einziges Mal in der Breite einkürzen müssen, weil sie zusammengewachsen wären. Der Baum grundsätzlich wächst ja sehr spindelfreundlich und ausladend, kann auch sehr einfach geschnitten werden. Es gehören immer einfach nur wieder ganze Triebeäste herausgenommen, um Licht in den Baum hineinzubekommen. Äste, die zu tief stehen, einfach mal als Ganzes entfernen, damit sie bei der Bodenbearbeitung nicht stören. Äste so wie hier. Im Inneren, die in etwa die gleiche Astrichtung, den gleichen Abgangswinkel haben und einfach Schatten produzieren, kann man auch als Ganzes herausnehmen. Schneiden kann man Indianerbananen grundsätzlich die ganze Vegetationsperiode. Wir schneiden sie nach der Ernte bzw. auch bei der Ernte. Auch ein guter Zeitpunkt ist bei Indianerbananen direkt nach der Blüte. Da kann man dann auch schon relativ gut abschätzen, was einen vom Ertrag her erwartet und auch schon vielleicht etwas ausdünnen bzw. gezielt auf den Ertrag hinschneiden. Das war jetzt ein kurzer Beitrag über Pawpaw, Indianerbananen, unsere Meinung zu den Früchten und zum Baum. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst uns wie immer Feedback in den Kommentaren da und wenn es euch auch gefallen hat, würden wir uns wie immer über ein Like sehr freuen.